Hallo liebe Freunde, erneut sind wir unterwegs heute am Rand des westlichen Erzgebirges bzw. Vogtland. Startpunkt wird die Schwarze Katz bei Reichenbach sein und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Der Start unserer heutigen Wanderung wird der Wanderparkplatz Oberhalb Neumark, Höhe der ehemaligen Gaststätte Schwarze Katz sein. Zunächst orientieren wir uns an der gelben Markierung und laufen in Richtung Reichenbach bzw. Randsiedlung. Dabei benutzen wir diese Landwirtschaftsstraße, welche gleichzeitig Bestandteil der alten Poststraße ist. Aber darüber haben wir in einem früheren Film schon einmal gesprochen. Allerdings, auch wenn der Blick auf die Tuchmacherstadt Reichenbach ein sehr schöner ist, ich kann es euch nur ans Herz legen, hier oben eine Kopfbedeckung zu benutzen. Im Sommer prasselt die Sonne und im Winter pfeift der Wind mehr als stark hier oben. Schließlich erreichen wir die sogenannte Randsiedlung. Diese durchqueren wir, wobei es der Wege viele gibt. Wir bekommen einen interessanten Blick auf die Gewerbeansiedlung oben an der Autobahnabfahrt der A72 geboten, ehe wir langsam aber sicher ins Tal des Raumbachs absteigen. Hindurch durch die Brücke der Umgehungsstraße erreichen wir sowohl Straße, Raumbach sowie den gelben Wanderweg durchs Tal und die versprochene alte Eisenbahntrasse. An diese erinnert leider nur noch dieses schöne Wandbild der Rollbockbahn. Diese 1000 mm Spurbahn mit ihren eigenwilligen Lokomotiven, welche seit 1902 von Reichenbach im Vogtland durch den Heinsdorfer Grund führte, wurde leider 1962 viel zu früh stillgelegt. Schauen wir, was wir unterwegs von dieser eigenwilligen Eisenbahn noch entdecken können. Alster wären der Bahndamm, aber auch nur für kurze Zeit, dann ist der Fußweg an der Straße unser. Warum? Weil die Schmalspurbahn teilweise tatsächlich auf oder an der Straße gefahren ist. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an den Bildverlag Thomas Böttger-Witschdorf sowie an Herrn Dr. Manfred Meyer, dem Sohn des leider verstorbenen Lokführers vom BW Aue Günter Meyer, der vor allem berühmt wurde als Fotograf von Eisenbahnmotiven und aus dessen Nachlass diese Bilder stammen, welche ich hier verwenden durfte. Schließlich erreichen wir den früheren Haltepunkt Unterheinsdorf West. Aber nach dieser langen Zeit findet man leider auch hier nicht mehr sehr viel. Für den weiteren Weg habe ich mich entschlossen, weiterhin der gelben Markierung zu folgen. Damit verlassen wir zunächst das Thema Eisenbahn und die Hauptstraße und laufen den Friedhofsweg nach oben. Oben angekommen führt der Wegverlauf über die Waldstraße und letztlich den Schmalzbachweg nach unten. Ich weiß, das klingt jetzt alles furchtbar kompliziert, ist es aber nicht. Eigentlich ist der Weg einfach zu finden. Dennoch stelle ich euch wie immer die Links von Komoot und Autoactive unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Die Wegführung durch Schmelzbachtal fand ich sehr angenehm, auch wenn ich mit dem Wetter doch ein wenig Pech hatte. Allerdings gab mir dieses Schild hier doch sehr zu denken. Eine Fläche mitten im Wald, wo ja sowieso nur Natur ist, als Ausgleichs- und Ersatzfläche für Straßenbau auszuweisen, halte ich wirklich für einen schlechten Witz. Aber vielleicht kann mir jemand von euch den tieferen Sinn, welcher sich mir nicht erschließen will, erklären. Wie dem auch sei, schöne Waldabschnitte wechseln sich mit einem kurzen Stück Straße ab, ehe sich der Wanderweg teilt und wir in Richtung Hauptmannsgrün bzw. Mühlteich laufen, welchen wir ja bereits gemeinsam besucht haben. Nach einem nicht ausgeschilderten Abschnitt, welcher doch eine merkwürdige Wegführung hat, kommen wir aus dem Wald heraus und stoßen auf den Waldkirchner Weg,
Diesen laufen wir links nach unten und können dabei das liebliche Bild des Heinsdorfer Grundes genießen. Langsam aber sicher unten angekommen sehen wir ihn bereits, den Lokschuppen des Traditionsvereins der Rollbockbahn. Und da ihr es euch gewünscht habt, auch den Lokschuppen einmal von innen anzuschauen, schauen wir hinein und der Vereinsvorsitzende Heiko Hertel empfängt uns erneut. Ja, hallo, ich bin's nochmal. Ich freue mich. Ich begrüße euch erst nochmal und ich freue mich ganz sehr, dass so viele dass wir Interesse wecken konnten an unserem Verein und an unserer schönen Lok, vor der ich hier gerade stehe. Das ist unsere Rollbock-Lok. Hier stehe ich halt vor der einzigen noch existierenden Lok von der Baureihe, die es noch gibt. Und alles Weitere hier, wir haben noch eine Ausstellung mit ganz, ganz vielen Fotos von Prominenten, die auch schon hier waren, von Ehepaaren, die hier geheiratet haben, von der Restaurierung von unserem Personenwagen und noch vieles mehr könnt ihr hier bei uns sehen. Ich hoffe, dass weiterhin noch viele zu uns kommen und dass ich auch weiterhin euer Interesse hier wecken kann. Zufriedengestellt führt unser Weg vorbei am Lokschuppen die Reichenbacher Straße querend, diese landwirtschaftliche Straße, welche ihr ja auch schon kennt, nach oben in Richtung Oberreichenbach bzw. Postenmeilensäule. Natürlich ist es bei Sonnenschein hier schöner, aber das Spiel der Wolken finde ich auch ausgesprochen reizvoll. Oder wie denkt ihr darüber? Oben an der alten Poststraße angekommen, laufen wir diesmal nach links. Dabei haben wir erste Blicke hinunter nach Neumark und finden mitten im Wald die pure Idylle, nämlich dieses alte, wunderschöne Forsthaus. Noch einige 100 Meter und wir stoßen auf die Schwarze Katz. Einst ein wunderschönes Gasthaus mit Pension, nur leider die Besitzer sind in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und haben einfach keine neuen Betreiber finden können. So ist dieses schöne Haus geschlossen. Aber immerhin, die Postmeilensäule ist weiterhin zu bewundern. Noch ein kurzes Stück und wir stoßen auf unseren Ausgangspunkt. Wenn ihr Spaß an dieser spätwinterlichen Wanderung hattet, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. In diesem Sinne, ciao und bis bald.